die falsche Straße. Was? Und jetzt? Aber das in der anderen Richtung wärst du auch nach Rumänien zurückgegangen, oder? Ah, wir werden sehen, ja. Die haben uns jetzt auch gar nicht gesagt, wie viel Zeit wir haben für das Transit. Das steht ja alles im Internet. Man muss sich halt informieren, bevor man losfährt. Ja. Jedenfalls, also was ich jetzt krass fand, diese Grenze ist ja eine innereuropäische Grenze gewesen, von Rumänien nach Ungarn. Aber es hat gefühlt jetzt am längsten gedauert, oder? Ja. Also von der Türkei nach Bulgarien einzureisen war auch relativ lang, aber die innereuropäische Grenze war jetzt die, wo wir am meisten Zeit für gebraucht haben. Naja, aber egal, wir sind jetzt drin und ab jetzt zählen unsere 24 Stunden, in denen wir durch Ungarn cruisen dürfen. Ey, ich hoffe, die sind wirklich schon 24 Stunden, naja. Ich habe das im Internet gelesen. Ja, ich meine, man kann ja auch, wenn du die Autobahn, darf man denn die Autobahn verlassen? Ich verstehe es alles nicht so richtig. Ey, Wir dürfen nur diese Routen fahren hier. Ja, okay, aber dürfen wir dann auch mal abfahren irgendwie? Und mal Ja, nicht großartig. Was heißt nicht großartig? Definiere das. Ja, du darfst nicht jetzt hier irgendwie 10 Kilometer dich von der Autobahn, glaube ich, entfernen, offiziell. Ah ja, 10 Kilometer ist also die Grenze, ja? Okay. Also Ja, so ungefähr, Mann. das denkst du dir doch gerade aus, ey. Ja. So, also die Schlauen drehen das Blatt einfach um und auf der Rückseite steht jetzt alles, was man wissen muss. Für den Transitverkehr ausgewiesene Tankstellen, Rastplätze an anderen Orten ist ein Anhalten und Auftanken nicht möglich. Die Einhaltung der oben genannten Bestimmungen wird von der Strafverfolgungsbehörde kontinuierlich überwacht. Ja, dickes ein. Ja, bis 10 Kilometer ist okay, Franzi, ne? Ja, Bis 10 Kilometer ist easy. Mann, das macht mich nicht rund. Ich meine, ich habe wenigstens im Internet mal vorher nachgelesen. Du bist einfach nur ohne Plan hier reingefahren in dieses Land. Ich war derjenige, der vorher die Maut bezahlt hat. Ja, und warum? Weil ich's gesagt habe, Malte. Nein, das stimmt nicht. Ja, du hast recht. Okay, jetzt kommt dieser Transitaufkleber. Hat uns niemand gesagt, was wir damit machen sollen, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir den hier irgendwie rankleben müssen, oder? Ja, mach das. Soll ich so machen? Ja, mach einfach an. Also schön in die Ecke natürlich, ne? Nicht Weiter nach oben? So weit wie möglich in die Ecke, wie es geht. Desto So? geringer. Ja, super. Sag mal, weißt du, ob hier Lichtpflicht ist in dem Land? Warum auch immer der jetzt gehupt hat, Keine weiß ich Ahnung. nicht. Okay, for transit only. So, wir sind auf einem wundervollen Rastplatz in der Autobahn angekommen. Wundervoll. Und ja, also alles andere als wundervoll eigentlich. Der ist total klein. Es gibt keine richtigen Stellplätze für Autos und Aber das ist ein Transitparkplatz, das heißt, man darf keine anderen benutzen. ja, genau. Es gibt nur eine geringe Anzahl, 5 Stück auf unserer Strecke. Ja. Du bringst mich voll aus dem Konzept. Also bei uns gibt es jetzt Essen. Und zwar Gemüsesuppe bzw. Brühe. die Brühe ohne das Gemüse, weil das ist ja das, was man dann noch zu sich nimmt, wenn man das Heilfasten macht. Und ja, also ich kann schon, heute ist es schwer. Heute kann ich irgendwie kaum noch denken. Oder halt nur noch an Essen denken. Und wie geht's dir, Malte? Ja, also das ist das letzte Mal ist ja ein halbes Jahr her und ich habe das Gefühl, ich habe mich ein bisschen angewöhnt. Aber ja, ich habe auch sehr Hunger. Ja, egal. Essen. So, wir sind gut in Tschechien angekommen, haben Transit gemacht durch Ungarn und Slowakei. 500 Kilometer ungefähr und jetzt entspannen wir uns erstmal. Ja, wir sind ganz schön durch. Ja, wir sind durch. Warum? Vom Fasten. Ja. Wie viel Tag ist heute? Zweiter erst. Der zweite Tag. Genau, aber irgendwie spüren wir es ganz schön, ne? Ja, es ist halt einfach auch mit dem ganzen Fahrerei und so. Wir haben jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit in die Beine hochgelegt Ja, haben. und das Gehirn ist einfach nicht so schnell. Nee, Ist absolut nicht so auf Zack. Nee.
Sprechen fällt schwer. Das Denken fällt schwer, das Denken. Rechnen fällt schwer. Ja. Ja. So, und jetzt gibt es erstmal einen Ingwertee mit Zitrone zur Stärkung. Vierter Tag? Nee, dritter Tag. Dritter oh Tag. Gott, Ach, schön wär's, ey. Wie fühlst du dich? Gut, ja. Keine Kopfschmerzen, Ja. bisschen hungrig, aber nicht übermäßig und ja, nicht schwach. Ja, bei mir ist auch besser heute. Also die Kopfschmerzen sind weg und wir sind auch schon super früh aufgestanden heute. Wir waren gestern aber auch super früh im Bett. Ja. Und genau, haben auch richtig was gearbeitet, konnten uns plötzlich wieder ein bisschen besser konzentrieren und so. Und jetzt sind wir gerade noch mal zu so einer Burg gefahren, Burgruine, die wir eigentlich von der Straße aus nur gesehen hatten und dann über Google entdeckt hatten, was das ist. Genau. Und da wandern wir jetzt mal hin. Bergauf. Ich würde sagen, geschafft. Mal sehen, was wir heute machen. Na, Franzi, war es anstrengend, den Berg hochzukommen? Ja, war anstrengend. Ganz schön windig hier oben. Aber schön. Weiter? Hier gibt es wieder ein Loch. Aber ich habe schon gesehen, das verbindet einfach nur diesen einen Bau mit dem Gang hier. Also das führt nicht wirklich tief rein. Okay. Ja. Hier sieht es ja auch nochmal schön aus. So, wir sind zurück im Bus. Wir sind Wackelt. 6 Kilometer gelaufen, fast 400 Höhenmeter hoch und wieder runter, was echt gut ist für den dritten Fastentag. Und jetzt sind wir auf dem Weg, wir müssen unbedingt tanken und Wasser auffüllen. Und wir fahren hier gerade durch eine total schöne Weinanbauregion. Das ist richtig toll. Schade, dass wir jetzt keinen Wein trinken können. Und? Nee, haben gar nichts. Der konnte ganz gut Englisch. Da drüben auf der anderen Straßenseite ist direkt mal eine Tankstelle. Und gibt's hier Wasser? Nee. Auch kein Wasser. Aber er meinte, wir sollen mal beim Waschsalon oder bei Waschstraße checken. Das ist hier 2 Kilometer entfernt. Okay, Ah, ich aber würd lass sagen, mal hier tanken Ja, auf wir jeden Fall. tanken jetzt hier. Genau. Hier ist gleich, möchte ich nicht rein. Was machst du da? Ich trage in unser Roadbook von The Sunnyside Ja. unseren Tank, unseren Kilometer ein und auch unseren Durchschnittsverbrauch. Und willst du unseren Zuschauern verraten, was der Düdo so verbraucht? Oder ist das... Ja, das bleibt kein Geheimnis. Diesmal haben wir nur 11,3 Liter verbraucht und ich weiß auch gar nicht, warum es so wenig ist. Wir sind Autobahn gefahren, wir sind teilweise streckenweise über 80 gefahren und da fängt eigentlich an zu saufen. 11,3, letztes Mal waren 11,7, davor waren 12,4. Also die letzten 1000 Kilometer haben wir unter 12 Liter verbraucht. Deutlich, also eher so 11,3, 11,5. Nicht schlecht.
obligatorischer Frühstückstee ist fertig. Oh yeah. Ja. Geil. Ja. Warte, kann ich hier anfassen, so heiß? Also oben kannst du. Hab ihn. Hast du wirklich? Ja, ich hab ihn, aber ich kann ihn so unmöglich trinken. Ich habe ja einfach nur eine tickende Bombe in der Hand. Willst du erstmal runterkommen? Ja, vielleicht. Geht es? Ja, ich hab ihn. Bett gemacht. Bett gemacht. Zickzack. Zickzack. Und Franzi, wie geht's dir heute Morgen? Gut. Heute ist der 4. Tag, glaube ich. Ja. Eigentlich geht's uns beiden, glaube ich, immer besser. Bei mir kommt es jetzt so, dass ich so Schlafstörungen habe. Ich lag heute Nacht 3 Stunden wach, aber das ist wohl auch üblich, wenn man fastet. Das kann passieren. Man braucht auch tatsächlich weniger Schlaf, weil der Körper ja nicht mehr so großartig verdauen muss. Genau. Jetzt gibt es wieder hier unser reichhaltiges Frühstück. Eine Tasse leckeren Ingwertee. Und dann fahren wir wahrscheinlich ein bisschen weiter. Richtung Westen und schauen mal, was uns so erwartet. Genau. Fahren wir jetzt. Ja, genau. Wir sind gerade in Brünn, das ist die zweitgrößte Stadt Tschechiens, und haben uns die Kathedrale hier angeguckt und sind einmal durch die Altstadt flaniert. Und gleich geht es wieder zurück zum Auto mit unseren Fahrrädern. Jetzt sind wir weitergefahren und haben einen richtig schönen Stellplatz wiedergefunden, auch so Waldwiesen. Den zeigen wir aber morgen, weil jetzt wird schon langsam dunkel. Und ich mache jetzt gerade wieder unsere allabendliche Brühe. So, Löffel. Na dann, Guten Appetit. Heute hat sich es total bewährt, dass wir aufstellbare Solarpanels haben. Wir sind um 8 Uhr aufgestanden, haben angefangen zu arbeiten. Unsere Batterien von den Laptops und von unserem Bordakku war ziemlich niedrig und wir haben nur 80 Watt gemacht um 10. Und dann habe ich die beiden Panels aufgestellt und dann haben wir auf einmal 160 Watt gemacht. Und das war natürlich wesentlich besser dann. So, wir sind immer noch in Tschechien und erstaunlicherweise war das jetzt hier das erste Land, in dem es total schwierig war, Wasser aufzufüllen. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal in Rumänien unsere Wassertanks befüllt und ja, wir haben nirgendwo öffentliche Wasserhähne oder an Tankstellen, haben wir gefragt, wir haben nichts gefunden und jetzt sind wir tatsächlich mal auf den Campingplatz gefahren. Richtig schöner Campingplatz, allerdings ist irgendwie alles leer und es ist auch keiner da. Dort hinten ist, glaube ich, so eigentlich das Häuschen, wo man sich anmeldet. Und wir haben jetzt hier den Stellplatz. Das ist ein wunderschöner Fluss. Und der Wasserhahn hat auch funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt wieder Wasser. Jetzt wird geduscht. Endlich mal wieder. Beziehungsweise heute ist Tag 5 unserer Fastenaktion. Und wir fühlen uns eigentlich ganz gut. Das heißt, dass wir jetzt gleich nochmal versuchen werden, ein bisschen zu joggen und danach duschen wir. Puh, jetzt waren wir tatsächlich joggen. Wir sind 4 Kilometer gerannt. Das war jetzt für uns voll die Erkenntnis, dass das überhaupt möglich ist, wenn man 5 Tage nichts gegessen hat. Aber es geht richtig gut. Ich hatte ein bisschen Seitenstiche, aber so krafttechnisch ist man gar nicht eingeschränkt. Ist echt abgefahren. Genau, und jetzt wird erstmal geduscht. Abgeschlossen. Also ich habe mich teilweise beim Joggen besser gefühlt, als wenn ich
normal gegessen habe und dann joggen gehe. Maite schläft noch. Halb. Und draußen regnet's. Draußen ist der Herbst. Draußen regnet's. Und es ist richtig ungemütlich. Heute ist Tag 6. Und vielleicht belassen wir es heute auch damit, ne? Ja. Auf unser letztes Teefrühstück. Das Teefrühstück. Aber eigentlich könnten wir jetzt, wenn wir wollen, uns noch einen Apfel teilen. Und wir fasten heute noch. Oder wir fasten heute noch. Also wegen mir können wir heute auch noch fasten. Ich fühle mich gut. Ganz viel Tee. Ich werde es bereuen, aber lass noch heute fasten. Ja? Ja. Okay. Ja, es regnet. Wir stehen ja hier auf einer Wiese. Und wir sind schon gespannt, ob wir jetzt so ohne weiteres hier wieder rausfahren können. Wir müssen jetzt unbedingt nochmal unseren Ladebooster checken. Ja, wir haben einen Voctronic Ladebooster und der steigt irgendwie, also der lief das erste halbe Jahr perfekt. Und jetzt aber hat er sich zur Angewohnheit gemacht, regelmäßig auszusteigen und einfach nicht mehr wieder anzugehen. Und leider muss man, um ihn wieder anzukriegen, ihn von der Versorgungsbatterie abklemmen und wieder anmachen und dann funktioniert er wieder. Total nervig. Aber es ist für uns total blöd, weil die Versorgungsbatterie richtig tief in den Tiefen unserer Schränke eingebaut ist. Ja. Und das heißt, jedes Mal einen Teil von einem Warmluftschlauch demontieren, eine Holzplatte demontieren und so. Und das ist super blöd. Egal, aber das machen wir jetzt gleich trotzdem nochmal, weil die Sonne scheint ja wirklich gar nicht. Ich glaube, wir machen so gut wie 0 Solar gerade. Und ja, wir haben jetzt eine weite Strecke vor uns. Wir fahren heute noch nach Deutschland. Ja. Oh Gott, Maite. Nach 10 Monaten wird der gute Düdo hier und du wieder die deutsche Grenze überqueren. Ich war ja schon mal einmal kurz in Deutschland, aber ja. Jedes Mal denke ich, wenn ich das gemacht habe, oh, hoffentlich nicht nochmal. Jetzt ist er ab. Jetzt testen wir erstmal. So. Ja. 12,4. Bleibt bei 12,6. Wir machen nur 1 Watt Solar, also 12,84, er läuft. Und so sieht das Ganze aus, wenn es wieder zusammengebaut wird. Deep Diving. Okay, Los geht's. los geht's.
26. Dezember. Nee, heute ist nicht Dezember. Heute. Es fühlt sich an wie Dezember. Es sind 13 Grad bei uns im Bus, aber es ist noch September. Aber es ist echt lustig. Wir sind seit gestern in Deutschland, sind über die Grenze gefahren und seitdem regnet es und es ist irgendwie schlechtes Wetter. Wir sind jetzt in der sächsischen Schweiz, in der Nähe von Dresden und wollten jetzt hier eigentlich noch wandern gehen. Wir machen es wahrscheinlich auch, aber bestimmt nicht so lange, wie wir es gemacht hätten, wenn gutes Wetter gewesen wäre. Ja, und heute ist unser Fastenbrechentag. 7. Fastentag und heute brechen wir das Fasten. Wir haben gestern doch noch durchgehalten und heute gibt es zum Frühstück einen Apfel und zum Mittagessen ein paar Nüsse und zum Abendessen vielleicht eine Suppe. Also mit Inhalt richtig, eine Kartoffelsuppe. Nee, eine Linsensuppe machen wir, genau. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin ganz aufgeregt. Na, Malte, wie hast du geschlafen? Wie ein Stein, obwohl stimmt nicht, ich bin mal wach gewesen, irgendwie um 4 Uhr, aber nur für eine halbe Stunde. Ich mache uns jetzt mal einen Tee. So, du kriegst den großen. Oh, Franzi, nein. Wir teilen uns einfach beide. Jetzt gibt's Frühstück. Und ich probiere mal das erste Stückchen feste Nahrung seit einer Woche. Also ich würde sagen, normalerweise würde ich sagen, Das ist ein räudiger Apfel. ist ein räudiger Apfel. Ist schon recht mehlig. Musig. Wenig Zucker. Aber ich finde es trotzdem gerade ziemlich ist geil. okay. Kann man essen. Wir sollten uns jetzt auch ein bisschen Zeit lassen, das Eis aufzuessen. Das ist alles. Schön viel kauen. Oder genieße es richtig gleich. Eine Stunde brunchen mit einem halben Apfel. Das kann auch mal Geschmack. So, wir sind wieder in Berlin. Damit endet unser Roadtrip, aber die Reise geht natürlich weiter. Als nächstes werden wir den mal ein bisschen aufhübschen und Kurzurlaube machen und vielleicht auch noch einen neuen Bus holen und ja, es wird noch einiges kommen. Ja.